Hi Leute, in diesem Video vergleichen wir 6 der besten Akkukettensägen. Getestet und bewertet durch die ehrlichsten Kritiker, den Heimwerkern selbst. Aufgeteilt sind sie in 2 Preisklassen. Erstens Akkukettensägen unter 200 Euro und zweitens Akkukettensägen über 200 Euro. Ich stelle dir gleich die meistgenannten Vor- und Nachteile der Akkusägen vor und du bekommst nach jeder Kategorie eine Vergleichstabelle, auf der du die Details vergleichen kannst. Schaue nach dem Video in die Videobeschreibung. Klicke dort auf deinen Favoriten, um auf die Produktseite auf unserer Website zu gelangen. Da findest du einen Preisvergleich und kommst von da aus direkt zum Shop mit dem günstigsten Angebot. Und jetzt viel Spaß mit dem Vergleich. Akkukettensägen unter 200 Euro. Nummer 1 ist die Makita Top Handle Akkukettensäge. Das sind ihre genannten Vorteile. Die Akkukettensäge überzeugt durch eine gute Leistung bei geringem Gewicht. Die Doppelakkus bieten unter Volllast eine Laufzeit von ca. 40 Minuten, die Ladezeit beträgt 30 Minuten. Eignet sich hervorragend für das Schneiden von Sträuchern, Ästen und Stämmen mittlerer Dicke. Die Akkukettensäge ist sehr handlich und kann auch von Laien gut bedient werden. Das sind genannte Nachteile. In einigen Fällen wird von einem undichten Öltank oder Ölverschluss gesprochen. Das Fazit: Die Makita Top Handle Akkukettensäge ist ein ideales Einsteigermodell, dessen Leistungsstärke und Zuverlässigkeit aber auch gerne von Profis genutzt wird. Das Handling ist optimal. Durch das geringe Gewicht stellen auch arbeitsintensive Einsätze keine Schwierigkeit dar. Lediglich der Ölverlust, der von einigen Nutzern erwähnt wurde, ist verbesserungswürdig. Nummer 2 ist die Bosch Akkukettensäge Universal Chain 18. Genannte Vorteile: Die Akkusäge ist angenehm leicht und sehr handlich. So sind auch länger dauernde Einsätze ohne Ermüdungserscheinungen möglich. Das Spannen der Kette ist einfach und ohne Werkzeug durchführbar. Die Akkus können universell auch für andere Bosch-Geräte verwendet werden. Ist für alle anfallenden Gartenarbeiten wie Sträucher, Äste und Brennholz bestens geeignet. Die Nachteile: Die Säge ist durch die Abdeckung am Schwertende, Rückschlagschutz, nicht für dickere Äste oder Stämme geeignet. Das Fazit: Die Akkukettensäge von Bosch glänzt vor allem durch ihre Zuverlässigkeit und Präzision in dem ihr zugedachten Arbeitsgebiet. Die Säge ist hochwertig verarbeitet und verspricht bei richtiger Pflege eine hohe Lebensdauer. Aufgrund ihrer Bauart eignet sie sich vor allem zum Zerteilen kleinerer Werkstücke. Bei dickem Schnittgut oder Stämmen stößt sie an ihre Grenzen. Der genormte Akku ist ein Vorteil für alle Nutzer, die mehrere Akkugeräte von Bosch nutzen. Nummer 3 ist die Akkukettensäge GE-LC18 von Einhell. Ihre Vorteile: Die Säge ist optimal ausbalanciert und liegt dank der gut platzierten Haltegriffe sehr sicher in der Hand. Eignet sich sehr gut für die Bearbeitung von Sträuchern und Ästen bis hin zu mittleren Baumstämmen. Sehr gute Akkuleistung. Je nach Einsatz hält dieser bis zu 1 Stunde durch. Die Akkukettensäge verfügt über einen ruhigen Lauf. Auch bei der Arbeit ist der Geräuschpegel eher gering. Die Nachteile: In einigen Fällen wird von auslaufendem Öl wegen einer defekten Dichtung geschrieben. Das Fazit: Die Einhell Akkukettensäge GE-LC18 macht generell einen guten Eindruck. Sie erledigt die ihr zugedachten Aufgaben zuverlässig und präzise. Die Schnittresultate sind zufriedenstellend. Die Säge kommt auch mit dickeren Ästen zurecht. Ab 20 cm aufwärts stößt die Akkusäge jedoch an ihre Grenzen. In einigen Beurteilungen ist von auslaufendem Öl die Rede, dies scheint aber kein generelles Problem dieser Modellreihe zu sein. Hier siehst du die erste Vergleichstabelle. Da die Preise sich täglich ändern können, findest du sie inklusive Preisvergleich auf unserer Website. Klicke dafür auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder direkt auf deinen Favoriten. Akkukettensägen über 200 Euro. Nummer 1 in dieser Kategorie ist die Makita DUC 353Z Akkukettensäge. Ihre Vorteile: Sie verfügt über einen kräftigen Antrieb, der auch die Bearbeitung von dickerem Schnittgut ermöglicht. Die beiden Akkus sorgen für ein gutes Standvermögen. Zusätzlich können auch die Akkus von anderen Makita-Werkzeugen verwendet werden. Das Handling ist sehr gut. Vor allem das Entasten und Arbeiten im Unterholz fällt mit dieser Akkukettensäge leicht. Die Reinigung und Pflege der Säge sind ausgesprochen einfach. Die umfangreiche Anleitung ist übersichtlich und leicht zu verstehen. Ein Nachteil: Die Kette neigt bei höherer Belastung zum Blockieren. Das Fazit: Mit der Makita DUC 353Z Akkukettensäge erhältst du eine ideale Hilfe für den Privatbereich und für Arbeiten im heimischen Garten. Das Zerlegen von dicken Ästen oder Balken ist mit diesem Gerät kein Problem. Die Akkulaufzeit ist sehr gut und kann durch den Einsatz weiterer Akkus beliebig verlängert werden. Nachteilig wirkt sich jedoch das Blockieren der Kette bei höheren Belastungen aus, deshalb sollte beim Sägen kein übermäßiger Druck ausgeübt werden.
Nummer 2 ist die 40V Akkukettensäge von Greenworks. Ihre Vorteile: Die Akkukettensäge lässt sich beim Verarbeiten von Sträuchern, kleinen Bäumen und beim Entasten sehr angenehm handhaben. Sie verfügt über eine beeindruckende Schnittleistung, gleitet ohne Kraftaufwand durch alle gängigen Holzarten. Der durchzugsstarke Antrieb behält auch unter starker Belastung sein Drehmoment. Der leistungsstarke Akku hält je nach Einsatz bis zu einer Stunde Betrieb durch. Der Nachteil: Das Spannen der Kette gestaltet sich teilweise etwas schwierig. Das Fazit: Die Greenworks 40V Akkukettensäge ist eine ideale Ergänzung für alle Garten- und Holznutzer, die regelmäßig etwas zersägen müssen. Der Antrieb ist kräftig und ermöglicht zuverlässig das präzise Zerteilen des Schnittguts. Auch dickere Holzstücke stellen für die Akkukettensäge kein Problem dar. Lediglich das Spannen der Kette ist verbesserungswürdig. Die letzte Akkusäge ist die Stihl MSA 120 CBQ. Das sind ihre Vorteile: Sie ist eine sehr handliche Akkukettensäge mit viel Durchzugskraft, besitzt eine gut sichtbare Anzeige des Akkuladestands, überraschend leise unter Volllast angesichts der hohen Leistung. Die Säge ist ausgesprochen leicht und handlich, dadurch sind auch größere Einsätze ermüdungsfrei zu bewältigen. Nachteile: Das Haftöl für die Kettenschmierung muss gesondert bestellt werden, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Fazit: Mit der MSA 120 CBQ stellt das Unternehmen Stihl wieder unter Beweis, dass ihre Geräte zu den besten auf dem Markt gehören. Qualitativ hochwertig verarbeitet, einfach in der Handhabung und enorm leistungsstark. Die Akkukettensäge kann mit einigen benzingetriebenen Modellen mithalten. Mit dem Verzicht auf eine kleine Menge Kettensägenhaftöl im Lieferumfang wird jedoch an der falschen Stelle gespart. Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle. Wie eben schon erwähnt, findest du alle Modelle in der Videobeschreibung inklusive der Preise und Preisvergleiche. Pausiere gerne das Video, um sie dir in Ruhe anzuschauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du keine Videos mit den besten Produkten rund um Haus und Garten verpassen möchtest, abonniere gerne jetzt kostenlos diesen YouTube-Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit deiner neuen Akkukettensäge. Ciao.